Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das ist natürlich die Zeit, wo man seine Geräte mit an den Strand nimmt und natürlich auch mal im Freien arbeiten möchte, beziehungsweise auch mal irgendwo im Kaffee sitzen, bei strahlendem Sonnenschein sich bräunen lassen möchte und gleichzeitig arbeiten. Genau diesem Prinzip bin ich nachgegangen und habe mal alle drei Apple-Geräte in die pure Sonne für eine Stunde lang gelegt. Das iPhone 13 Pro Max, das iPad Pro und das MacBook Pro 16 Zoll haben mal den Sonnentest hier bei mir bestehen müssen. Und schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr? Was geht zuerst aus? Das iPhone, das iPad oder das MacBook? Was hält nicht in der Sonne so lange aus wie die anderen Geräte? Jetzt mal in die Kommentare schreiben, schätzen. Und das schauen wir uns gemeinsam an, jetzt in meinem Video. Viel Spaß beim Anschauen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Geräte einfach mal auf mein Handtuch gelegt und in der strahlenden Sonne angemacht. Die laufen dann mit Videofilmen bzw. YouTube-Filmen komplett durch. Und man sieht natürlich, dass in der strahlenden Sonne auch andere Temperaturen herrschen als hier direkt im Schatten. Also Sonnentemperaturen zwischen 40 und 50 Grad sind in Spanien natürlich im Sommer ganz normal. Und wir schauen mal, welches Gerät relativ gut durchhält und welches Gerät sofort quasi die Lichter ausmacht. Wem das zu schnell ging, hier nochmal alle Apple-Geräte zum Test nacheinander aufgelistet. Ich teste mein iPhone 13 Pro Max mit 1 TB Speicher. Das nächste Gerät ist das iPad Pro 12.9 mit 512 GB Speicherkapazität und dem M1-Prozessor. Als dritten Kandidaten habe ich das MacBook Pro 16 Zoll mit 32 GB Arbeitsspeicher und dem Apple M1 Max Prozessor, was in meiner Ausstattung 1 TB Festplattenspeicher besitzt. Und so nach 10 Minuten sind alle Geräte immer noch im Einsatz, spielen freundlich, ob das iPhone, das iPad oder das MacBook Pro. Alles läuft noch super und mal gucken, wie die nächsten 10 Minuten aussehen. Nach 13 Minuten und 16 Sekunden macht das iPad schlapp und das war mir von vornherein schon fast klar, weil das iPad so ein Gerät ist, was man eigentlich nicht so in der Sonne verwenden kann. Denn vom Prinzip her weiß ich nicht, was da sozusagen anders ist als beim MacBook und beim iPhone. Das iPad ist immer relativ hitzeempfindlich, also ihr wisst Bescheid, bei strahlendem Sonnenschein maximal 13 Minuten direkt in der Sonne, dann sagt das iPad, ich möchte ausgehen, ich möchte jetzt in den Ruhemodus fahren. Aber wir haben ja noch zwei Geräte und die schlagen sich relativ gut, das MacBook Pro und das iPhone 13 Pro Max. Und auch nach 20 Minuten sehe ich, dass hier nichts weiter an Problemen herrscht. Also MacBook Pro läuft, iPhone 13 Pro läuft immer noch wunderbar und es gibt keine Beanstandung. Und das iPhone ist schon so ein bisschen dabei, die Hitze zu kompensieren, also schaltet es schon etwas runter. Aber es geht noch nicht aus, du kannst auf dem Monitor noch alles erkennen und beim MacBook Pro ideal in der Sonne. Du siehst sogar noch Bilder von meinem Videofilm, also es geht weiter. Nach 30 Minuten kann ich sagen, die Geräte immer noch top im Einsatz, keine Probleme, es läuft, wie es laufen soll und das finde ich schon mal super. Auch nach 40 Minuten gar kein Problem. Jetzt fange ich an, mich zu wundern, weil normalerweise dachte ich, dass das iPhone so langsam aussteigt aufgrund der Konstellation, weil ich habe ja auch noch die Hülle drum. Das heißt, ich habe das iPhone ja nicht direkt in die Sonne gelegt ohne Schutzhülle und die Schutzhülle hat man ja eigentlich sonst auch immer dran. Deswegen ist es relativ realitätsnah, aber es wundert mich und es freut mich natürlich auch gleichzeitig, dass das iPhone hier so lange durchhält. 50 Minuten sind geschafft und beide Geräte laufen immer noch. Wow, kann ich da nur sagen. Also das hätte ich nicht gedacht. Und auch nach 60 Minuten kann ich sagen, beide Geräte laufen immer noch. Und jetzt breche ich aber meinen Test ab, weil ich möchte die Geräte nicht schädigen. Macht das bitte nicht nach. Denn es kann natürlich immer zu Schaden an den Geräten kommen, wenn ihr die in der puren Sonne stehen lässt. Da ist auch egal, ob die noch spielen oder nicht spielen. Das schädigt definitiv. Und da muss man einfach nicht zu lange mit in die Sonne gehen. Aber eine Stunde beim iPhone Pro und beim MacBook Pro hätte ich niemals erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, die Geräte gehen so nach 40, maximal 45 Minuten
aus. Sehr schön, ich freue mich drüber. Klar, mit dem iPad Pro ist es ein bisschen schade, aber ihr wisst Bescheid, wenn ihr was in den Urlaub mitnehmen wollt, dann nimmt das MacBook Pro und das iPhone Pro Max mit, denn die halten definitiv eine Stunde lang diesen starken Sonnenschein aus. Ich muss dazu sagen, es weht natürlich immer noch eine kleine Brise am Strand, ein bisschen Luft ist ebenfalls noch dabei, aber bei der Sonne, da weiß man selber, wenn man in der Sonne liegt, da läuft man nach einer Stunde fast schon weg und da will man aus der Sonne raus, mal ins Wasser. MacBook Pro und iPhone 13 Pro Max, mein Test überstanden, die laufen immer noch sehr, sehr gut und damit war es das mit dem Video. Ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke, sehr gern bis zum nächsten Video und Tschüss.